Lieber Steinbock, herzlich willkommen zu deinem Juli-Taroskop. Schauen wir uns hier in diesem Video an, wie sich dein Juli gestalten möchte. Was hält er für dich bereit? Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was wird wichtig und ausschlaggebend? Jedoch aber auch, was wäre am besten ganz außer Acht zu lassen. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version mit mehr Details, anderen Botschaften. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Bitte drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Steinbock im Juli bitte. Alles rund um die Olive wird dir wichtig. Sei es die Frucht, sei es das Olivenblatt, sei es das Öl, ganz egal. Vielleicht möchtest du ja ein paar Olivenbäume pflanzen, wer weiß. Sie sagen, der Steinbock hat manche Mitmenschen im engeren Umfeld, die an diversen Machenschaften beteiligt sind, die dem Steinbock nicht wirklich gefallen. Wow! Du räumst auf, lieber Steinbock. Auch gut möglich, dass du wirklich einen deiner lieben Mitmenschen, mit denen du schon seit mindestens 20 Jahren an deiner Seite hast, verabschiedest. Dir wird sehr viel klar. Und ich glaube, wow, nicht schlecht. Ja, schau, im Zwischenmenschlichen, dir wird sehr, sehr viel klar. Dort, wo du bisher nicht klar gesehen hast, doch was du vielleicht für selbstverständlich hingenommen hast oder nicht weiter darüber nachgedacht hast. Du bekommst jetzt sehr viele Antworten auf deine vielen Warums. Einige Verbindungen werden gecuttet, andere kommen neu hinzu. Eine ganz bestimmte wird noch enger, vor allem wenn es um die Liebe geht oder um jemanden, den du sehr liebst. Ja, kann ja auch in der Freundschaft, in der Familie sein. Dieses Band wird gestärkt, manch einer wird sogar heiraten, beziehungsweise ein ganz, ganz großes Zugeständnis machen oder bekommen. Ihr plant, liebe Steinböcke, ihr plant für die Zukunft, auch wenn ihr nicht wirklich wisst, was Zukunft eigentlich momentan bedeutet. Doch ich glaube, ihr gebt euch einen Ruck und seilt euch ab, isoliert euch von ganz bestimmten Menschen und Themen, um euch etwas ganz Bestimmtes möglich zu machen. Noch dazu ist jemand in eurem Umfeld, der euch abgöttisch liebt. Jemand, der euch manifestiert, jemand, der wirklich alles tun würde, um mit euch zusammen sein zu können. Das dunkle Tal, in dem du dich befunden hast, die letzten 5 Jahre, irgendetwas hat dich schon sehr besorgt oder dich sehr runtergedrückt. Das darf jetzt licht und hell werden, es darf leichter werden. Du beginnst dich zu priorisieren, dich an erste Stelle hinaufzuheben und stehst für dich selbst ein. Bravo, lieber Steinbock. Schauen wir uns das Hauptthema an, das dich begleitet. Wie wunderbar.
die Manifestation. Du weißt, was du willst. Du hoffst, dass es so wird, wie du es möchtest. Und du darfst ganz, ganz vieles erkennen. An dir, in dir. Nicht nur im Außen. Ich glaube, es ist, als würdest du nach einem, wirklich wie Dornröschen, nach einem 100-jährigen Schlaf aufwachen und bemerken, was denn da alles ist, zu was du alles fähig bist. Für manche geht es sogar erstmalig in die universellen Gesetze, geht es erstmalig in das Gesetz der Resonanz, wie Manifestation überhaupt funktioniert. Für andere hingegen wird eine Jungfrau sehr, sehr ausschlaggebend werden, die ihr so anschaut und euch denkt, wow, wie hat diese Jungfrau es denn fertiggebracht, immer so durch die Stürme zu navigieren, und sie macht ihr Ding. Gut möglich auch, dass eine Zusammenarbeit mit einer Jungfrau auf egal welche Art und Weise momentan jetzt im Juli für euch sehr, sehr ausschlaggebend werden wird. Jemand von euch Steinböcken, die ein eigenes Pferd besitzen, haben mit diesem Pferd ein Thema. Insofern, dass dieses Pferd vielleicht gesundheitliche Probleme hatte bzw. haben wird. Doch es darf sich lösen, es darf gut werden. Ihr findet die richtigen Informationen, auf das ja, es gut wird. Wie es so schön heißt, das, was du hineingibst, kommt auch wieder raus. Das, was du gibst, kommt zu dir zurück. Du wirst bewusster, lieber Steinbock. Du achtest mehr auf gewisse Dinge. Und du möchtest andere Menschen, die auf irgendeine Art und Weise benachteiligt sind oder es vielleicht nicht so gut haben wie du, du möchtest ihnen unter die Arme greifen, du möchtest, dass es auch ihnen gut geht. Es kann gut möglich sein, dass du irgendwie dich einbringst in eine Charity-Organisation. Es kann sein, dass du selbst einen ins Leben berufst. Es kann sein, dass du schlichtweg fremden Menschen hilfst. Ganz egal, also es geht um Mitgefühl, es geht um Hilfe am Nächsten, es geht um was ist das jetzt? Für einen einzigen Steinbock gilt Unterdrückung der eigenen Unzulänglichkeit bezüglich eines Themas mit Geld. Was passiert da? Sie sagen, dies sollte definitiv nun geheilt werden, verändert werden, dafür, dass das, was kommt, dass es im Ausgleich ist, was auch immer das bedeuten möchte. Dieserjenige Steinbock wird sich dann schon angesprochen fühlen. Jemand möchte etwas zu gleichen Teilen aufteilen, wartet auf den richtigen Zeitpunkt.
ein oder mehrere Steinböcke haben es mit der asiatischen Kultur zu tun, befassen sich mit der asiatischen Kultur, vielleicht eine Reise, vielleicht die Spiritualität, Symbolik. Es geht um den richtigen Umgang für dich mit deinen Tools. Sie betonen es wieder. Du darfst mehr dazu lernen, eben wie du damit richtig umgehst. Es gilt ebenso, dass du dir, dass du dir Zeit dafür nimmst, dass du dir Zeit für dich nimmst. Es geht um eine ganz, ganz krasse, tiefgründige, spirituelle Reise, eine spirituelle Bewusstseinserweiterung. Es geht um die Meisterung deiner selbst, lieber Steinbock. Es geht auch um die Reinheit in dir. Gut möglich, dass du sogar dich körperlich reinigen möchtest, also ich meine jetzt nicht außen, sondern innen, dass du beginnst, mehr auf deinen Körper zu achten, mehr auf deine Gesundheit zu achten, deine Ernährung umstellst. Einfach eine innerliche Reinigung vornehmen möchtest. Dies geht aber eben einher mit dieser spirituellen Reise. Und weil du auf eine gewisse Art und Weise deine Verantwortung erkennst. Sei es dir selbst gegenüber, sei es im Außen. Du wirst einen Traum haben, eine Vision haben. Diese wird dich dorthin führen. Es geht um Devotion, es geht um Glaube, es geht um die Balance. Wird sehr interessant bei dir, lieber Steinbock. Ich glaube auch, dass du die Unendlichkeit erkennst, dort etwas erkennst und selbstverständlich dich mit der Endlichkeit auseinandersetzt. Ein Stier wird dir etwas geben. Doch mit diesem Geben, sei es eine Schenkung oder sei es einfach ein Auftrag, der erteilt wird aber etwas ganz Ausschlaggebendes nicht mitgeteilt bzw. nicht mitgeliefert. Und das ist das, was dir dann Arbeit bereitet. Ein Stier, vielleicht eben der gleiche, möchte auf dem Podest bleiben, auf dem es sich sicher fühlt. Doch dieses Podest, lieber Steinbock, existiert nur in den Vorstellungen des Stiers.
Nicht du hast den Steinbock auf den Stier auf dieses Podest emporgehoben. Das ist der kleine, feine Unterschied. Die Rage, das Erwachen des Stiers, hau, hau, hau. Doch nicht nur deine Mitmenschen sind dir ein Spiegel, auch du bist ein Spiegel für deine Mitmenschen. Wir machen weiter im Extended, lieber Steinbock. Wir freuen uns auf dich. Bis gleich. Ciao.